Hallo, ich möchte euch heute die Bücher vorstellen, die ich im August diesen Jahres gelesen habe. Das sind 2 Bücher und 3 Comics. Das erste Buch, was ich beendete, war Margins and Murmurations. Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen, deswegen habe ich ein extra Video dazu gemacht, was hier auch verlinkt sein wird. Ich versuche mich also kurz zu fassen. Die Geschichte spielt in nicht allzu ferner Zukunft in Europa in einer Stadt. Und diese Stadt ist jetzt ein dystopischer Staat geworden, der sehr repressiv gegen sämtliche Normabweichungen vorgeht. Und diese Geschichte wird wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt, hauptsächlich aus Perspektiven von Leuten, die im Widerstand gegen diesen Staat sind. Und 2 Hauptpersonen davon sind 2 ältere Frauen, die ich glaube in dem Buch beide so um die 70 sind. Eine Person ist davon auch eine Transfrau und diese Person kann auch in der Zeit reisen, was ganz interessant ist. Die Geschichte erzählt eine Aktion von dem Widerstand gegen diesen Staat und es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Buch, was sowohl von den Charakteren lebt, die es beschreibt, als auch vielleicht eher zum Ende hin von der Action, also von den tatsächlichen Aktionen, die der Widerstand macht. Und ich glaube, mir hat das Buch besonders gut gefallen, weil die Autorin selber Aktivistin ist und ich sehr viele Auseinandersetzungen aus so linken Kontexten in diesem Buch wiedergefunden habe, auf eine sehr sympathische Art und Weise. Nach diesem Buch habe ich dann eine etwas längere Pause mit Büchern eingelegt. Ich habe zwar mehrere Bücher angefangen, aber hatte immer nicht so Bock darauf oder ich war nicht so in der richtigen Stimmung für diese Bücher, weil ich einfach so etwas sehr Leichtes lesen wollte, was ich dann damit gefüllt habe, dass ich einfach Comics gelesen habe mit schönen Bildern. Das erste Büchlein, mit dem ich angefangen habe wegen der schönen Bilder, war Kleine Eisbären, nimm mich mit. Dieses kleine Heftchen ist ein Buch aus der Reihe von Lars der kleine Eisbär. Und die Bilder sind einfach ultra schön. Also ich kenne die aus meiner Kindheit und ja, deswegen glaube ich, gefallen sie mir auch nochmal besser. In dieser Geschichte geht es einmal um so Tierbefreiung von Zootieren und dann geht es auch um, würde ich sagen, um Rassismus. Und bei sowas bin ich mir immer nicht so sicher. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn ähm, solche Phänomene durch Fabeln, also durch Tiergeschichten erzählt werden. Das habe ich muss ich noch ein bisschen darüber nachdenken, habe ich keine so konkrete Meinung zu. Aber die Bilder von diesem Buch und auch diesen Tierbefreiungsaspekt fand ich auf jeden Fall sehr schön in diesem Buch. Den nächsten Comic habe ich durch Zufall in der Bücherhalle gefunden und da hat mich tatsächlich auch einfach nur das Artwork, das Design, was auch immer, welcher deutsche Begriff jetzt dazu passt, mir gefallen. Und zwar Der freie Vogel fliegt. Also es geht um ein kleines Mädchen, dessen Eltern sich trennen und das aufgrund dessen, dass es aus einer zerrütteten Familie kommt, dann in der Schule von den Schülerinnen, aber auch von den LehrerInnen mh, ausgeschlossen wird so ein bisschen. Und das Kind flüchtet sich stattdessen dann in Bücher und in die eigene Fantasiewelt. Und das ist halt einfach super schön. Also ich glaube, es sind 5 Bände. In der Bücherhalle gibt es bei uns jetzt gerade 3. Aber ich habe den Fehler gemacht und nicht gleich alle 3 ausgeliehen. Jetzt sind dieser zweite und der dritte Band einfach die ganze Zeit ausgeliehen und ich kann nicht weiterlesen. Was ich sehr schade finde, denn ich will weitere schöne Bilder sehen. Danach habe ich den Comic Fußnoten gelesen. Dieses Buch hatte ich bei dem Linke Verlage Feiern Tag sozusagen gefunden, weil ich das Programm von dem Verlag angeschaut hatte. Dieser Comic hat 2 verschiedene Erzählstränge. Einmal eine Geschichte, wo die Hauptperson in Hamburg ist und ihre Freundin heiratet, um
unter anderem um in Deutschland bleiben zu können, weil die Hauptperson kommt nämlich aus Argentinien. Und dann gibt es den Geschichtsstrang, dass sie rückblickt auf die Familiengeschichte. Denn einerseits stammt sie von europäischen Auswanderern, die nach Argentinien gereist sind, ab, wo drunter halt so ein krasser Kolonialherr war, der wohl auch sehr bekannt ist. Und ihre Familie hat dann in den 70ern aufgrund der Militärdiktatur wiederum Familienangehörige verloren. Mich persönlich hat der Comic jetzt nicht so angesprochen. Ich fand es nicht super spannend. Also ich habe ihn auch genommen, weil ich es immer interessant finde, Sachen aus Hamburg zu lesen. Aber mit der Hauptperson konnte ich einfach überhaupt nicht connecten. Vielleicht lag es auch daran, dass mir einfach der Zeichenstil nicht so gut gefallen hat. Genau. Und ich bin einfach normalerweise kein so ein Comic-Mensch, kein Graphic-Novel-Mensch. Mir fehlt da immer sehr viel einfach. Und als letztes, gerade heute, habe ich das Buch Wo bist du, Motek beendet. Dieses Buch ist so ähnlich wie dieser Comic, bloß halt als Buch. Vom Aufbau her. Es gibt eine Hauptperson, die ihr aus ihrer Jetztzeit erzählt und auf eine Familiengeschichte zurückblickt. Allerdings ist danach alles anders. Und zwar ist die Hauptperson hier ein Israeli, der nach Berlin geht, weil die Urgroßeltern und die Großeltern dort gelebt haben. Und seine Großeltern mussten dann Anfang der 30er Jahre, weil sie jüdisch waren, nach Israel auswandern. Insgesamt habe ich noch keine richtige Meinung zu diesem Buch mir gebildet. Ich habe es wirklich erst heute zu Ende gelesen. Aber ich habe es zu Ende gelesen und ich fand es ganz spannend. So viel erstmal dazu. Und das war es auch schon mit den Büchern, die ich im August gelesen habe. Wie immer interessiert mich, ob ihr diese Bücher auch gelesen habt, was ihr davon haltet. Und dieses Mal würden mich vielleicht so fluffige Comics interessieren. Ansonsten war es das für heute. Bis bald!